Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte dir hier einmal vorstellen, wie du einen Charakter mit dem Tool Optolit baust. Einige von euch werden sich jetzt fragen, warum nicht direkt in Foundry, ja, da meine bisherigen Videos sich hauptsächlich um Foundry drehen. Das hat aber einen guten Grund. Wenn ich in Foundry hier über Akteur einen Charakter erstelle, dann kann ich zwar hier über die Bibliothek alle möglichen Sonderfertigkeiten, Talentsteigerungen und so weiter durchführen. Das ist überhaupt kein Problem. Er berechnet auch die Abenteuerpunkte korrekt. Das heißt, wenn ich hier einen Menschen bauen möchte, ziehe ich es einfach rein. Es kommt ein kleiner Tooltip, wo ich die jeweiligen Regeln, Vor- und Nachteile auswählen kann. Auch da funktioniert die AB-Berechnung ohne Probleme. Aber es gibt ein paar Einschränkungen. Ähm, Foundry prüft nicht, ob das, was ich hier baue, tatsächlich regelkonform ist. Ein kleines Beispiel, wenn ich hier anfange, die Eigenschaften zu steigern, dann ist es Foundry völlig egal, wie hoch die Eigenschaft zu Beginn ist und ob ich vielleicht sogar über diese 100 Punkte komme, die als Maximum zu Beginn angesetzt sind. Also hier kann ich ganz beliebig ganz frei steigern. Genauso ist es bei Sonderfertigkeiten zum Beispiel. Ich setze mal meine Konstitution auf 10 und suche dann nach Belastungsgewöhnung und kann diese auch ohne Probleme hier hinzufügen, obwohl Voraussetzung Konstitution 13 ist. Also da gibt es gewisse Grenzen, gerade für Anfänger, die nicht ja, regelfest sind, die können hier an einigen Regeln vorbei entwickeln. Für jemanden, der sich ganz gut auskennt, ist es natürlich völlig in Ordnung, hier seinen Charakter zu bauen. Ich will jetzt trotzdem einmal zeigen, was an dem Obsoleten so toll ist und warum ich ihn gerade meinen Spielern, die sich nicht so intensiv mit den Regeln auseinandersetzen, empfehle. Wir wechseln einmal zum Obsoleten. Hier sind wir jetzt im Obsoleten. Ich gehe einmal kurz über die einzelnen Menüpunkte, die ihr hier findet. Ihr seht, ich habe schon ein paar Charaktere in der Übersicht hier. Dann gibt es hier eine Suche, falls ihr hier ziemlich viele Charaktere habt. Ihr könnt außerdem nach Änderungsdatum und alphabetisch sortieren. Hier erstellen wir einen neuen Held, das machen wir später. Und hier könnt ihr Helden importieren. Ich wechsle mal ganz kurz hier an die rechte Seite. Es gibt hier nämlich Held als JSON exportieren. Das ist auch für das Modul Obsolete to Foundry wichtig, aber auch hier, wenn ihr den als JSON exportiert, kann euer Spielleiter den hierüber importieren und hat euren Charakter im Obsoleten. Dann gibt es hier noch einen Reiter Wiki. Hier könnt ihr ja verschiedenste Sachen aufrufen, euch anschauen, die Informationen aus dem Wiki direkt finden. Das funktioniert aber nachher auch beim Helden erstellen. Dort bekommt ihr auch sehr viele Informationen. Wenn ihr hier aber nur ja, etwas Bestimmtes nochmal suchen wollt, wie zum Beispiel Belastungsgewöhnung, könnt ihr hier sehr schön das Wiki nutzen. Es gibt eine FAQ für die gängigsten Fragen und einmal das Überfenster mit dem Impressum, den Drittanbieterlizenzen und, finde ich sehr interessant, den letzten Änderungen, wo ihr dann auch immer seht, was passiert in den Updates, welche Regelwerke wurden eventuell hinzugefügt. Hier zum Beispiel sind 3 weitere Regelwerke hinzugefügt worden und so weiter. Dann gibt es hier noch die Einstellungen, wo ihr die Sprache auswählen könnt, helles oder dunkles Design. Hier der Haken Editieren von Helden nach der Heldenerschaffung bietet euch die Möglichkeit, Vor- und Nachteile gegebenenfalls mal zu editieren. Nehmt ihr den Haken raus, habt ihr da gar keine Chance mehr zu. Also der ist standardmäßig, glaube ich, nicht gesetzt. Es gibt noch Animationen, die verwende ich jetzt mal nicht. Und hier könnt ihr nach Updates suchen. Das war's. Das hier oben öffnet die Konsole, die brauchen wir jetzt aber nicht. Kommen wir zurück zur Heldenübersicht. Wenn ich jetzt einen neuen Helden erstellen möchte, klicke ich auf Neuer Held und bekomme das erste Fenster, wo ich dem einen Namen geben kann. Nehmen wir den beliebten Alrik. Ich wähle das Geschlecht aus, dann ganz wichtig hier den Erfahrungsgrad wählen, weil daran wird schon festgemacht, ja, welche Eigenschaftshöhe der Optolit für euren erstellten Charakter zulässt. Standardmäßig beginnt man ja mit Erfahren. Und dann wählt ihr aus, welche Regelwerke euch zur Verfügung stehen, also mit welchen Regelwerken ihr spielen wollt. Entweder wählt ihr alle Regelwerke an, standardmäßig sind das Grundregelwerk und der Almanach angewählt, oder aber ihr wählt einzelne. Aventurische Magie, vielleicht braucht ihr dabei gar nicht Kompendien oder Götterwirken. Ich
persönlich hacke mal alle an, damit ich bei der Erstellung alles zur Verfügung habe. Aber wie gesagt, das ist euch überlassen. Und dann ein Klick auf Starten startet die Charaktergenerierung. Kurzer Hinweis, wenn ich zwischendurch aufhören möchte, kann ich hier meinen Charakter speichern. Und hier links über den Pfeil zurückgehen, dann bin ich wieder in der Übersicht und kann hier meinen Charakter mit dem rechten Menüheld öffnen, wieder öffnen. Damit bin ich ebenfalls wieder in der Charaktererstellung. Ich muss nur hier einmal auf Spezies, Kultur, Profession klicken, um den jeweiligen Fortschritt weiterzuführen. Ich nehme jetzt hier einen Menschen, dann kann ich hier nochmal auswählen, aus welcher Region er kommen soll. Ich nehme jetzt mal einen Mittelländer. Als nächstes werden die Kulturen vorgeschlagen. Auch hier blendet er schon die aus, die laut Regelwerk gar nicht möglich sind. Da gibt es relativ wenig Einschränkungen. Ich nehme jetzt einfach einen Nordaventurier. Auch hier seht ihr wieder die Informationen, die rechts gegeben sind. Sehr schön in der Übersicht, auch wo ihr das findet. Ein Klick auf den Pfeil geht weiter und ihr könnt jederzeit hier oben zurückgehen zu einer Entscheidung und sagen, nee, ich möchte doch jetzt einen Halbelfen erstellen und würde dann nochmal in die Kultur müssen. Ich bleibe jetzt mal dabei. Nordaventuria weiter. Dann wähle ich eine Profession aus. Wichtig, hier die Filter sind immer so ein bisschen vorbelegt. Von dem, was ich als letztes gemacht habe, ich habe als letztes einen Geweihten erstellt. Ihr könnt alle Professionsgruppen wählen. Ihr könnt sagen, es gibt nur die üblichen Professionen, die aus der Kultur vorgegeben sind. Auch solche Filter, übliche Kulturen, sind vorab möglich zu filtern. Hier nochmal sortieren nach Kosten und so weiter. Ich nehme jetzt standardmäßig einmal Ritter, weil ich euch einmal kurz das mit der Belastungsgewinnung zeigen möchte. Wenn ihr einen Ritter auswählt, habt ihr hier noch die Möglichkeit, die Varianten auszuwählen, auch immer mit der Angabe der Abenteuerpunkte, die es kostet. Ein Standardritter hat 230, Hecken, Hof oder Raubritter. Ich nehme jetzt mal einen Raubritter, es muss nicht ganz so edel sein. Und wir kommen zum nächsten Fenster, wo nochmal anhand der Spezies, Kultur und Profession verschiedene Auswahlmöglichkeiten getroffen werden müssen. Zum Beispiel hier die Eigenschaftsmodifikation. Ich nehme hier Mut +1. Wer das Regelwerk kennt, weiß, das bedeutet nicht, dass Mut um 1 erhöht ist, sondern nur, dass ihr Mut anstatt auf 14 auf 15 steigern könnt beim Start. Ihr könnt hier entscheiden, das Kulturpaket zu kaufen. Eine Muttersprache muss ausgewählt werden. Ihr könnt die Schrift direkt durch Anhaken kaufen. Dann gibt es über die Profession eine Fertigkeitsspezialisierung. Ich nehme mal Kampfmanöver. Dann gibt es 10 Abenteuerpunkte für Sprachen. Nehmen wir mal Tulamidia. Genau, 3. Kann vielleicht noch Tulamidia Zeichen. Und vielleicht hat er dort im Norden auch ein bisschen Orkisch gelernt. So, damit bin ich durch. Hier unten nochmal, welche Kampftechnik auf 10 gestartet werden soll. Normale Hiebwaffen reichen mir. So, kommen wir zu den Eigenschaften. Hier dürft ihr nur 100 Punkte vergeben. Erstmal wird hier unten am Fenster ein kleines Maximum angezeigt, was ihr maximal steigern könnt. Hier haben wir diesen Modifikator angerechnet, dieses +1. Hätten wir jetzt zum Beispiel bei einem Zwerg Geschicklichkeit, ist es glaube ich -2, wäre hier nur das Maximum von 12. Und jetzt kann ich hier steigern und der zeigt mir hier oben immer an, wie viele ich ausgegeben habe. Er setzt auch das Minimum automatisch, habt ihr gesehen, 13 für die Profession, die benötigt wird. Also auch da seid ihr immer komplett regelkonform unterwegs. Hier könntet ihr es nochmal ändern, wenn ihr anstatt Mut +1 jetzt doch sagt, ich will Körperkraft +1, ich steigere mal keins auf 15. Auch da ist die Berechnung standardmäßig korrekt. Wenn ich jetzt hier den 15. Punkt eintrage, werden mir auch 30 Abenteuerpunkte dafür angerechnet. Hier oben habt ihr übrigens immer die Anzeige, wie viele Abenteuerpunkte ihr jetzt noch habt. Wie ihr seht, jetzt habe ich 15 Abenteuerpunkte mehr als vorhin, weil ich jetzt keine Eigenschaft auf 15 habe. Ich kann permanente Lebenspunkte abziehen, wenn ich das möchte. Oder draufrechnen ist es eher. Also ich kann meine Lebensenergie hier nochmal abziehen. Doch, es ist tatsächlich abziehen. Das habe ich bisher noch nie benutzt, falls es dazu einen Grund gibt.
Und hier, ihr seid jetzt eigentlich schon mit der ja, Schritt-für-Schritt-Erstellung durch. Jetzt habt ihr hier oben die Auswahl zwischen verschiedenen Bereichen und könnt Vor- und Nachteile verändern, Fertigkeiten verändern und den Besitz. Wir gehen das mal der Reihe nach durch. Also hier habt ihr die Eigenschaften, Vor- und Nachteile. Ich befinde mich jetzt im Vorteile-Tab. Das sind die, die ich habe, also keine. Klicke ich auf Hinzufügen, werden mir die Vor- und Nachteile hier einmal angezeigt und durch den Haken auf typische Vor- und Nachteile habe ich einmal die Farbe dringend empfohlen und typisch, was auch aus der Profession und Kultur genommen wird. Sagen wir mal, der Raubritter hat hohe Lebenskraft 2. Ich kann es einfach hinzufügen. Mit einem Klick auf I kann ich mir auch nochmal durchlesen. Ja, was bedeutet dieser Vorteil eigentlich? Ich gehe mal kurz hier raus, wir brauchen es ja nicht übertreiben. Nachteile genau dasselbe. Zum Beispiel machen wir ein bisschen arroganten Ritter. Und auch hier berechnet er automatisch die Abenteuerpunkte und geht hier auch darauf ein, wenn ihr gewisse Grenzen erreicht. Zum Beispiel, wenn ihr, ich glaube, ihr dürft maximal 80 Abenteuerpunkte ausgeben für Vorteile und Nachteile zurückerlangen. Auch das blockiert er, genauso wie die Einschränkung magische Vor- oder Nachteile oder Kamale, dass die begrenzt sind. Also ihr werdet hier ziemlich eng ins Regelkorsett von DSA gedrückt, sodass ihr einen regelkonformen Charakter erstellt. Die Fertigkeiten, darunter findet ihr einmal die Talente in der Übersicht. Ihr könnt hier auch nochmal sehen, worauf ihr probt, sodass man gucken kann, 14, 14, 14, da reichen mir die 5 Punkte. Aber vielleicht ist er hier ein bisschen schlechter, wenn ich ein bisschen Sinnesschärfe steigern möchte. Und über das Plus kann ich es steigern. Auch da meckert er, beziehungsweise blockiert. Bei der Erstellung dürft ihr nur auf maximal 10 steigern. Ja, sehr, sehr praktisch. Kommen wir nochmal zu den Waffen. Auch hier ist 12 vorgegeben als Stopp. Auch da könnt ihr euch nochmal austoben. Ein bisschen mehr raufen soll er können. Lanzen braucht er nicht unbedingt als Raubritter. Hiebwaffen, vielleicht möchte er irgendwann auch nochmal ein Schild führen. Die Sonderfertigkeiten funktionieren genauso wie die Vor- und Nachteile. Über Hinzufügen bekommt ihr eine Liste und könnt sie hinzufügen. So, und jetzt machen wir ein kleines Experiment. Ich nehme mal die Konstitution. Ja, 13 geht bei diesem Charakter nicht. Ja, ich werde es euch vielleicht in einem anderen Charakter beweisen müssen. Jetzt ein schlechtes Beispiel aufgrund der Profession. Weil ich werde Belastungsgewöhnung natürlich, ich habe es sogar automatisch hinzufügen können. Aber vielleicht doch nochmal schön zu zeigen, Belastungsgewöhnung 2 wird hier nicht auftauchen. Ihr seht es hier. Ihr werdet Belastungsgewöhnung 2 nicht kaufen können, weil dafür braucht ihr eine Konstitution von 15. Vielleicht gehen wir doch noch einmal zurück, daran kann ich es zeigen. Konstitution plus 1. Ich nehme hier noch einen Punkt weg. Konstitution 15. Jetzt müsste ich die Voraussetzungen für Belastungsgewöhnung 2 erfüllen. Ja, da sehen wir schon. Und jetzt kann ich hier auch auf 2 setzen. Gehe ich zurück und ändere das hier. Dann blockiert er mir sogar. Ich kann nicht dieses hier verändern, solange ich die Sonderfertigkeit Belastungsgewöhnung 2 drin habe. Also muss ich es wieder auf 1 ändern. Und kann hier auch wieder meinen Eintrag rückgängig machen. Also ihr seht, alles das, was ihr hier macht, ist sehr schön geführt und ja, so habt ihr keine Möglichkeit, einen Charakter vorbei an den Regeln zu entwickeln oder auch nicht vorbei an den Abenteuerpunkten. Ich werde jetzt einfach ein paar Steigerungen vornehmen, vielleicht auch ein paar teurere. Durch eine Rüstung wird er sicherlich gut klettern müssen. Sinnesschärfe ist nie weg, man mag nicht überrascht werden, Zechen wird er auch können. Bekehren, überzeugen, betören, ja, warum nicht? Einschüchtern ist auch immer ganz gut. Und so weiter und so weiter. Ich werde ihn jetzt hier einmal zu Ende steigern und dann das Video gleich fortsetzen. So, jetzt habe ich ihm einigermaßen die Abenteuerpunkte verteilt und gehe noch auf den letzten Punkt Besitz ein. Im Besitz könnt ihr die Ausrüstung pflegen. Hier rechts ist auch nochmal Startgeld und Tragkraft vermerkt. Das bedeutet, wenn ihr euren Charakter erstellt, könnt ihr hier sehr schön euer Startgeld verfolgen.
Und hier gibt es dann verschiedene Auswahlmöglichkeiten, wonach sortiert sein soll. Und es geht über Hinzufügen in die komplette Liste der Ausrüstung. Auch das erspare ich euch mal. Ich gebe ihm mal einen 1,5 Händer. Vielleicht noch eine Rüstung. Ach, es ist übrigens egal, wo ihr hier auswählt, wo ihr seid. Wenn ihr die Suche eingebt, dann übergeht er hier die Kategorien und sucht überall. Das heißt, wenn ich jetzt eine Plattenrüstung eingebe, brauche ich hier gar nicht Ausrüstung auswählen. Das kann ich direkt eintippen. Das heißt, wenn ich weiß, wie sie heißt, dann ja, brauche ich nicht jede einzelne Kategorie durchgehen. Das heißt, tippt ihr aus dem Regelwerk zum Beispiel ein Ausrüstungspaket ab, könnt ihr ja einfach die Begriffe eingeben und hinzufügen. Habe ich es hinzugefügt, wird es mir auch nicht mehr angezeigt, dass ich es nochmal hinzufügen kann. Ich habe dann hier die Auflistung der Ausrüstung und könnte gegebenenfalls die Ausrüstung noch überarbeiten, wenn ich das erhöht haben möchte, eingeben, wo es getragen wird, ob es eine Beschädigung gibt und es speichern. Ich kann sie auch wieder rauslöschen. Das funktioniert übrigens auch bei den Sonderfertigkeiten, wenn ich sie löschen möchte. Vor- und Nachteile kann ich nochmal bearbeiten. Und ja, ich sehe schon, ich bin jetzt schon zu teuer mit der Plattenrüstung, aber da müssen wir durch. Das werde ich mit dem Meister abstimmen müssen, aber ja, grundsätzlich alles gut. Gibt es seit neuestem die Möglichkeit, eine Trefferzonenrüstung zu erstellen? Könnt ihr auch sagen. Plattenrüstung und dann mal schauen, was habt ihr hier. Hier ist die Plattenrüstung und ihr könnt euch eure Plattenrüstung zusammenbauen. Da ich ja nicht mit den Zonenrüstungen spiele, habe ich das bisher nicht gemacht, aber ja, das sieht ganz gut aus. Funktioniert und sollte dann auch im Charakterbogen angezeigt werden. Zum Charakterbogen kommen wir übrigens gleich. Hier könnt ihr noch einen Begleiter hinzufügen mit den Werten, einem Porträt, wenn ihr das möchtet. Und das war es zur Charaktererstellung. Wie gesagt, ich kann ihn jederzeit speichern. Dann ist er gespeichert. Ich gehe zurück und habe ihn in der Übersicht. Dieser hier befindet sich jetzt noch in dem Status Charaktererschaffung. Also ich kann noch keine AP steigern oder sonstiges. Wenn ich die Charaktererstellung beenden möchte, gehe ich hier auf Heldenerstellung beenden. Ich wähle jetzt nochmal ganz kurz Sozialstatus, wähle Hautfarbe, kann ich zufällig bestimmen oder auswählen. Immer ganz witzig, wenn man sowas zufällig auswürfelt. Gibt es hier noch die Möglichkeit, Pakte zu pflegen, Dämonen- und Feenpakte. Auch da habt ihr regeltechnisch verschiedenste Auswahlmöglichkeiten. Und hier geht es nochmal, dass ihr gegebenenfalls optional Regeln wie höhere Verteidigungswerte, Sprachspezialisierung, Eigenschaftsobergrenze oder die Regelwerke nochmal verändert von den Sachen, die ihr hier zur Auswahl habt. Der Name kann verändert werden und hier kann ein Bild hochgeladen werden, welches dann im Charakterbogen angezeigt wird. Wenn ich den Helden fertig habe, kann ich sagen, Heldenerstellung beenden. Und dann erst erscheint hier der Heldenbogen. Außerdem seht ihr hier nochmal AP hinzufügen. Das bedeutet, wenn ihr jetzt aus irgendeinem Grund einen höherstufigen Helden spielt, könnt ihr jetzt Abenteuerpunkte hinzufügen und wieder ins Steigern gehen und diese Abenteuerpunkte ausgeben. Im Heldenbogen seht ihr die Zusammenfassung des Heldenbogens. Dort gibt es die Möglichkeit noch auszuwählen, welche Textur ihr verwenden wollt. Nehmt ihr nur diese weiße, ist die PDF-Datei relativ klein und performance leicht. Also das heißt, wenn ihr ein schwächeres Gerät zum Anzeigen benutzt, deaktiviert die Papiertextur. Eigenschaftswerte anzeigen bedeutet Folgendes. Ihr habt hier bei den Talenten die Möglichkeit, die Eigenschaftswerte anzeigen zu lassen. Das heißt, ihr seht sofort, auf welche Werte würfelt ihr. Oder ganz klassisch, dass euch die Eigenschaften angezeigt werden und ihr vergleicht wieder mit hier oben. Ein Zoom-Faktor ist noch gegeben, dass ihr je nach Monitor unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten habt. Hier wird das Porträt angezeigt, wenn ihr es an dieser Stelle hier hinzufügt. Und ansonsten ist das der klassische Charakterbogen. Hier wurde auch schon meine Waffe hinzugefügt, die Plattenrüstung. Es gibt einen zweiten Kampfbogen, das ist dieser hier, wo die Zonenrüstung, wie ihr seht, eingetragen wurde. Kampfsonderfertigkeiten und so weiter. Hier wird die Ausrüstung vermerkt. Hier sind sogar die beiden Plattenrüstungsstücke von der Zonenrüstung und von der Einzelrüstung. Also da solltet ihr euch entscheiden, was von beiden ihr verwendet. Spielt ihr mit Zonenrüstung, würde ich die Einzelrüstung gar nicht eintragen, sondern nur die Zonenrüstung und umgekehrt.
das wäre es. Ich springe jetzt noch mal ganz kurz in einen magischen Charakter. Der funktioniert natürlich genauso, nur dass ihr unter Fertigkeiten die Zaubersprüche seht. Auch hier wird nochmal angezeigt, ist das ein Fremdzauber, ein Zauber, der quasi nicht in der Tradition vorliegt. Ich habe hier die Tradition Gildenmagier, dieses hier gibt es nur in Elfen. Also ihr seht hier nochmal die Tradition, dass hier die Tradition als Fremdzauber nicht passt. Ihr dürft ja aber einen Fremdzauber haben. Sonderfertigkeiten sind dann auch möglich, magische zu wählen. Hier weiter unten die magischen Sonderfertigkeiten. Auch da wird geprüft, erfüllt ihr die Voraussetzungen. Vor- und Nachteile genau dasselbe. Und das ist der größte Unterschied ja, beim Zauberer. Im Endeffekt nicht ganz so viel anders als die profanen Charaktere. Bei den Geweihten ist es genauso. Das wäre alles, was ich euch zum Optolithen erzählen möchte. Ich habe ein zweites Video gemacht, in dem ich euch zeige, wie ihr den Charakter, den ihr hier erstellt habt, in Foundry importiert. Und ich empfehle jedem meiner Spieler, sich den Optolithen zu besorgen. Ich werde einmal den Link zum eShop, wo ihr den Optolithen kaufen könnt, beziehungsweise der ist Pay What You Want. Also ihr könnt den Entwickler unterstützen, wenn ihr das gerne möchtet. Meine persönliche Meinung ist, das solltet ihr auf jeden Fall tun. Hier ist richtig viel Arbeit und Blut, Schweiß und Tränen sind hier reingeflossen, weil es ist wirklich nicht einfach, die kompletten DSA-Regeln so umzusetzen, dass sie alle greifen und berücksichtigt werden. Und ein kleiner Wermutstropfen allerdings, da arbeitet der Entwickler aber mit Hochdruck dran, es sind natürlich noch nicht alle Regelwerke umgesetzt. Wenn ich hier auf Neuer Held gehe und hier unten einmal schaue, welche Regelwerke ich auswählen kann, ihr seht, Aventurische Magie 3 fehlt, Götterwegen 2 fehlt, die sind in Arbeit, aber noch nicht fertig. Habt da noch ein bisschen Geduld mit dem Entwickler, der ist da wirklich so schnell es geht dran. Ich persönlich empfehle dieses Modul trotzdem uneingeschränkt. Ich nutze es für fast alle Charaktere, die ich mit den Regelwerken hier abbilden kann und exportiere sie und importiere sie zu Foundry. Das wäre es zu diesem Video. Ich würde sagen, wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare und sonst hören wir uns beim nächsten Mal.